begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Heavenly Father, we thank you for another Sabbath. Himmlischer Vater, wir danken dir für eine weitere Sabbat. We thank you for the things you showed us from your word today, Wir danken dir für die Dinge, die du uns aus deinem Wort gezeigt hast. and also for the blessed sunshine outside. Und auch für den gesegneten Sonnenlicht draußen. And we ask you now, as we come to another week, Und wir beten jetzt, wo wir jetzt eine neue Woche anbrechen, that you would give us more grace from your word, dass du uns mehr Gnade geben mögest von deinem Wort. that we can start this week fresh and anew, Dass wir diese Woche vom Neuen beginnen können. and that we don't need to repeat the sins of past week. Und dass wir nicht die Sünden der vergangenen Woche wiederholen mussten. Lord, we ask you to please open unto us the book of Revelation, Ja, wir bitten uns, dass du uns der Buch der Offenbarung auftust. because our eyes, they're still so dim, Weil unsere Augen sind immer noch so schwach. and we ask you that you would please enlighten them. Und wir bitten, dass du sie jetzt erleuchten mögest. So please give us understanding of your word So bitte gebe uns Verständnis von deinem Wort and change us into the image of Jesus. und verändere uns in den Ebenbild von Jesus. And we ask and pray these things in Jesus' name. Und wir bitten und beten diese Dinge in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so let's go back in our Bibles to Revelation chapter 13. So, lasst uns in unseren Bibeln zurück zur Offenbarung 13 aufschlagen. And we could see that John is standing here in the first, or basically in this chapter, okay. Und wir konnten sehen, dass Johannes hier steht in diesem Kapitel. And he stands at this deadly wound, Er steht an diesen Todeswunde. but he looks back and he sees this beast coming up out of the sea, right? Und er schaut zurück und sieht diesen Tier, wie es aus dem Meer emporsteigt. And this beast incorporated the lion, the bear, the leopard, and the dragon, Und dieses Tier beinhaltet der Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. just like the beasts in Daniel's 7. Genauso wie die Tiere aus Daniel 7. Okay, and then he sees the deadly wound where he stands, Und dann sieht er der Todeswunde, da wo er steht, but also that the deadly wound will be healed, aber auch, dass der Todeswunde geheilt wird. and that all the that all the world will wander after the beast. Und dass die ganze Welt denn den Tier nachwundern wird. And it's all those that dwell on the earth. Und das sind all diejenigen, die auf die Erde weilen. So unfortunately, somehow this got a little bit erased here. Okay. Not the nicest, but cannot change it at the moment. Okay, so so all those that wander after the beast we saw are those that are not written in the book of life. Und all diejenigen, die dem Tier nachwundern, sind all diejenigen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. And that are not dwelling therefore in heaven but on earth. Okay. Und die weilen nicht im Himmel, sondern auf Erden. And we saw that Satan is the one who deceiveth the whole world. Yes. Wir haben gesehen, dass Satan, der ist derjenige, der die ganze Welt verführt. So all those that don't live in heaven. All diejenigen, die nicht im Himmel weilen. Yes. And you are living in heaven or dwelling in heaven when you're born again, right? Und du lebst oder weilst im Himmel, wenn du neu geboren wirst. Because then it said unto you, come up hither. Da sagt es dir, kommt hier herauf. Okay, so and then we also saw in Revelation 13 verse 10, Und dann haben wir auch in Offenbarung 13 und Vers 10 gesehen, that it says, he that leadeth into captivity shall go into captivity, sagt, derjenige, der in Gefangenschaft führt, wird ins Gefangenschaft gehen. and he that killeth with a sword must be killed with a sword. Here is the patience and the faith of the saints. So basically we can see the papacy leads into captivity here, Also hier können wir sehen, der Papst führt in der Gefangenschaft von hier, when the deadly wound is healed, und right? der Todeswunde geheilt wird.
but he will go into captivity himself here. Yes? Aber er selber wird hier am Ende ins Gefangenschaft gehen. So and here he kills with a sword, Hier, but he will be killed with a sword here. hier tötete er mit dem Schwert, aber der wird selber mit dem Schwert am Ende getötet. And it's the patience of the saints, Und right? es ist die Geduld der Heiligen diese Zeit. Yes, it's the third angel's message. Der dritte Engelsbotschaft. And we also read in the parable of the sower, Und wir haben auch im Gleichnis der Seemann gelesen. how do you bring forth fruit? So, wie bringst du Frucht hervor? Yes, okay, let's go to Luke 8 again. Gehen wir zu Lukas 8 wieder. Finger in Revelation. Halte den Platz hier. Luke 8. Lukas 8. And there were these different groups that fell away, yes? Es gab diese verschiedenen Gruppen, die wegfielen. The one by the wayside, or the stony ground hearers, or the one among the thorns. So, der eine bei den Wegrand oder den Stein der Bodenhörer oder die unter den Dornendisteln fielen. But those, in verse 15, Aber in Vers 15 it says, But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Okay? So, it's through the patience of the saints that you bring forth fruit at the es ist end. durch Okay? den Geduld der Heiligen, die du Frucht hervorbringst am Ende. And it's those that have an honest and a good heart. Okay? Diejenigen, die einen ehrlichen und guten Herz haben. And what does it say about man in the Bible? Was sagt es über den Mensch? Yes, okay. And it says, let God be true in every manner, So lass Gott liar. Okay? wahr und jeder Mensch ein Lügner sein. So those that have an honest and good heart are therefore those that have been born again. Okay. Diejenigen, die ein ehrliches und gutes Herz haben, sind demgemäß diejenigen, die neu geboren sind, That received a new heart. die ein neues Herz erhalten haben. Okay. So let's go back to Revelation 13. So gehen wir zurück zur Offenbarung 13. Therefore, you must maintain your born again experience to the end. So, Okay. du musst deine neugeborene Erfahrung ganz bis zum Ende bewahren. Okay. So, and this then brings us to chapter 13, verse 11. Und das bringt uns zu Kapitel 13 und Vers 11. And we saw that verse 11 is the same as verse 3. Wir haben gesehen, dass Vers 11 das gleiche sagt wie Vers 3. Because it says, And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Yes? So it's time of peace, time of trouble. Es Okay. spricht über eine Zeit des Friedens, führt zu einer Zeit des Trübsals. Because this beast here comes up Weil dieses Tier hier kommt herauf out of the sea. aus Right? dem Meer empor. You didn't use that quote. And then, You know that sister when that quote she talks about the sea and the earth. It was at the time of peace. okay, yes. You mean this quote with the last power that waged to wage war? There's two of them, but that might be one of them. So, so this one comes out of the sea, but this one comes out of the earth. Right? Diese kommt aus dem Meer empor, diese hier aber aus dem Erde empor. Okay, but then it says it will speak like a dragon. Aber dann sagt es wird wie eine Drache spricht. Okay. And when it speaks like a dragon, Und wenn es wie eine Drache spricht, it says in verse 12, in Vers 12, And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. So whose power is this beast exercising? so wessen Macht übt dieses Tier aus? Yeah, the first beast, right? Die des ersten And the Tiers. first beast is which power? Und die erste Tier ist welche Macht? Yeah, the papal power, right? Päpstliche Macht. When the papal power controls the kings. Eine Okay. päpstliche Macht, die Könige kontrolliert. Okay, so therefore, here when the deadly wound is healed of the first beast, now the second beast will exercise all the power of the first beast. So, Yes? hier, wo der Todeswunde geheilt wird, der zweite Tier führt alle Kraft aus, den ersten Tier hatte. Okay, and we read this quote. Let's go there back again to the live stream group. Und wir haben diesen Zitat gelesen, also gehen wir zum Livestream-Gruppe. It's Bolton again 1.4. Das ist SPM 1.4. It says, And I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth.
So it speaks about this second beast here, Er right? spricht hier über diese zweiten Tier. And I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. Then I saw the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. So the mother of harlots would be Revelation 17, yes? Die Mutter der Hohen werde Offenbarung 17 sein. Okay. And then it says, she has had her day, and it is past, and her daughters, the Protestant sects, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. So what kind of mind will they execute? Was für eine Gesinnung werden sie ausführen? Same mind. Dieselbe Gesinnung. So therefore, what are they with respect to the mother? Deswegen, was sind sie in Bezug auf den Mutter? Ein Image, An image, right? ein Abbild. That's why they make an image of the beast. Okay. Deswegen machen sie ein Abbild des It Tieres. says that your DNA passes down. That's why she's the daughters, because the DNA is passed on. Yes. Deswegen sind sie Töchtern genannt, weil der DNA ist einfach weitergereicht worden. But yesterday we saw also that God created man in his image, Aber right? gestern haben wir auch gelesen, dass Gott den Menschen sein Ebenbild geschaffen hat. According to his mind, his character. Gemäß seiner Gesinnung oder seiner Charakter. Okay, and so here we see this counterfeit. So Okay. hier können wir diese Fälschung sehen. And when is it that God makes you according to his image on the line? Und wann ist es, wo Gott dich nach seinem Ebenbild macht auf der Linie? Geboren. Yes, or is it when you're born again, So, wenn right? du neu geboren wirst. Okay, so which is always at the end. Und das Okay, ist immer am Ende. so first group, second group, right? Erste Gruppe, zweite Gruppe. But Satan does it here, right? When he makes the sun, it all respect. Aber Satan fälscht das hier, wenn er ein Sonntagsgesetz macht, den jeweiligen. Then he brings in his image. Und dann Okay. bringt er sein Ebenbild rein. Okay, so and let's go on and continue. Next sentence Nächster Satz. says, I saw that as the mother has been declining in power, the daughters had been growing, and soon they will exercise the power once exercised by the mother. So what will they do? Was werden sie tun? Coffee hall. Yeah, they exercise, right? So die üben den Kraft aus, Exercise the power die üben den Macht. of the mother, it says here, right? Den Mutter, sagt es hier. That's also what it says in verse 12. Das ist auch, was es in Vers It 12 says he sagt. exercises all the power of the first beast before him. Yes? Übt all den Macht den ersten Tier vor ihm. Okay. And this word before him, what does it refer to? Dieses Wort vor ihm, worauf bezieht das? It says, yeah, in his sight, right? In his sight? Yes. In seinem Aufsicht. Also Aufsicht. Ja. Vor ihm. vor seinen Augen sozusagen. Also vor seinen Augen. Okay, so basically they are now under the control of the mother, doing what the mother bids them to do. Sie Okay. sind unter der Führung der Mutter und tun das, was die Mutter sagt. Okay, so let's go back to verse 12. Offenbarung 13, Vers 12. So, therefore, what principle can we see here? So, welche Prinzip können wir hier sehen? When they exercise all the power of the mother, Wenn sie alle Kraft von der Mutter ausüben. we looked at this yesterday. Wir haben das gestern angeschaut. Now, what principle can you see in this? So, welche Prinzip kannst du hierin sehen? Okay, as the mother, so the daughters. So Okay. wie der Mutter, so der Töchter. So Okay. God's true people will exercise all the power of the Father. Yes, I mean you have the father-son relationship here, Du right? hast den Vater-Sohn-Beziehung hier. Okay, because let's go to Genesis 15. Gehen wir zu 1. Buch Mose 15. Genesis 15,
1. Mose 15, verses 4 to 5. die Versen 4 und 5. It says, And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. So, what is the promise given to Abraham? So, was ist die Verheißung, die Abraham gegeben ist? The seed would come out of his Der Same wird own bowels. aus seinem Okay. eigenen Schoß hervor. So therefore, who is he? So deswegen, wer ist er? Who brings forth the seed? Wer bringt seine Same vor? So, Yes. Okay. But I mean, for instance, yeah, it's the woman of Revelation Das ist die 12. Frau Okay. von Offenbarung 12. So even though Abraham, what does the name Abraham mean? So, Abraham, was bedeutet sein Name? Father of many. Genesis 22 says means the father of many nations, right? 1. Buch Mose 22, das heißt der Vater von vielen Nationen. So Abraham is the father, So, Abraham ist der Vater, and his child is the son, right? sein Kind ist der Sohn. But also he plays the role of the woman, right? Aber er spielt auch die Rolle von der Frau. Because when you go to Genesis 18, Und wenn wir zu 1. Mose 18 gehen, when you think of it literally, you think obviously that's some transgender, right? so wenn du das buchstäblich liest, dann würdest du irgendwelchen Kreuzgeschlechter, weiß nicht, wie sagt man das? Transgender, you say the same. Okay, ein Transgender. Transgender. Okay, but we understand this spiritually, right? Aber wir verstehen das geistlich. So, because who's the woman in Revelation 12 illustrating? Wer stellt die Frau in Offenbarung 12 dar? Church Triumph. Yeah, Church Triumph. Die siegreiche Gemeinde. Not standing for literal woman. Das Okay. steht nicht für eine buchstäbliche Frau. So the Church Triumphant are all those that are the first group here, So, die siegreiche Gemeinde sind all diejenigen, die die erste Gruppe hier sind. at least when you apply Revelation 12, okay? Zumindest wenn du Offenbarung 12 hier anwendest. And that have now this travailing experience to bring forth the seed, right? Und die jetzt diese geburtswehende Erfahrung haben, um den Samen hier hervorzubringen. So let's go now to Genesis 18. So gehen wir zu 1. Mose 18. This is now when the Lord came to Abraham, yes? Und hier ist es, wo der Herr zu Abraham ankam. And he came at noon, which is midnight, Er kam zu Mittag an, was gleich Mitternacht ist. and then he was humbled in the dust. Er wurde Okay. im Staub gedemütigt. And then in verse 17, Dann in Vers 17. it says, And the Lord said, Shall I hide from Abram that thing which I do? So what is given now to Abraham here? So, was ist Abraham hier gegeben? Yeah, the second revelation, Die right? zweite Offenbarung. He's showing him what he shall shortly bring to pass, right? Er zeigt ihm, was er ins Kürze tun wird. Okay, so, and then he basically tells him that he will punish Sodom. Dann sagt er ihm, dass er Sodom bestrafen wird. Okay, and what is Abraham doing in the meantime? Und was tut Abraham in dieser Zwischenzeit? Interceding, Er right? tut Fürbitte. He's travailing for those that are still in Sodom. Er schmerzt oder leidet für diejenigen, die noch in Sodom sind. And so basically, he himself, he came already out, but he wants them to come out also. Okay? Er selber ist bereits herausgekommen, aber er möchte auch, dass sie denn herauskommen. Okay, so therefore he's playing the role of this Revelation 12 woman. So, Okay. er spielt die Rolle von diesen Offenbarung 12 Frau. And so we can see the mother-daughter relationship is the same as this father-son relationship. Wir können Okay? sehen, dass diese Mutter-Tochter-Beziehung ist dasselbe wie der Vater-Sohn-Beziehung. So therefore, as the mother did all this, so the daughter does likewise. Okay. So in dem Sinne, so wie der Mutter dies alles tat, der Tochter tut ebenso. So therefore, that's Satan's counterfeit here when Das ist, this beast, the second beast, does all what the first beast does. das Okay? ist Satans Fälschung hier, wenn hier diese zweite Tier tut all das, was der erste Tier zuvor getan hat. Yeah, sodomy,
did exactly what Herodias told her to do. Okay? Und Salome tat genau das, was Herodias sie gesagt hatte, was sie tun soll. Okay. Everybody follows? Kann jeder folgen? Okay, good. So, let's go now back to Revelation chapter 13. Gehen wir jetzt zurück zur Offenbarung 13. Let's read verse 12 again. Und lesen wir Vers 12 nochmal. Because we read, yes, that when this comes to pass, the deadly wound is healed. Und wir haben gestern gelesen, dass wenn dies zustande kommt, der Todeswunde geheilt wird, All the world will wander after the beast. dass die ganze Welt dem Tier nachwundern wird. All those that dwell on earth. All diejenigen, die auf die Erde weilen. And now we can read here why they will wander after the beast. Jetzt können wir hier lesen, warum sie dem Tier nachbewundern. So let's go to verse 12. Vers 12. It says, And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. So who will bring the whole world, or those that dwell on earth, to worship the first beast? So, wer wird sie, also diejenigen, die auf die Welt weilen, dazu bringen, der ersten Tier anzubeten? What does it say? Yeah. No, not the daughters. I mean, Dragon. both together, okay? Yes, but you got to look. He exercised all the power. Yes. Right? The daughters don't have the power. The civil, Yes, it's a yes, civil yes. power. Okay, but we will see, it's both, okay? Es sind beide, also es sind die Zivilmächte und die Töchter. Okay, so it says here now, he causeth, right? Also es sagt hier, dass er verursacht. That would be the state power, Das okay? wäre dann die Staatskraft. Okay, but That's we... what we're talking about, this verse. I'm not denying the other part, but this verse is talking about the civil power. Okay, so first here, he causeth, okay? So, zuerst er verursacht. Okay, all those that dwell on the earth, All diejenigen, die auf die Erde weilen. to worship this beast that deadly wound was healed, okay? Diese Tier anzubeten, wo die der Todeswunde geheilt And bekommen. why does the state power cause everybody? Und warum verursacht den Staatsmacht, dass jeder das tut? It threatened you with. No, why does the state power do? Das ist Threaten das- everybody. Yes, because they're deceived, Sie okay? tun es, weil sie verführt sind. Deceived by whom? Verführt durch wen? Yeah, by the daughters, Durch right? den Töchtern. Yes, okay. So the daughters of the woman deceive the king, right? So, die Töchter der Frau verführen die Könige. Where did we see this? Wo können wir das sehen? Mount Carmel. Mount Carmel Am Berg Karmel and Herod, und yes? Herodes. And Salome danced before Herod, yes? Salome, sie tanzte vor Herodes. Okay, so because it says now here in verse 13, Und weil es hier in Vers 13 sagt, And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of man. So who would this be here? so wer werde das denn hier sein? That's this church power. Exactly, that's the church part. Okay. Vers 13, das ist die Kirchenmacht. So we must rightly divide, okay, because it says he, right? Wir müssen auf rechte Weise zerteilen, weil es sagt in den einen Vers er und den zweiten Vers One er. time it's the state horn, and one time it's the church horn. Okay. Der eine er ist der Staatsmacht und der andere er, He is Satan. der andere er ist der Yes, Kirchenmacht. okay. Follow the narrative. But he uses one time the state horn and one time He's just jumping. Immer from- Satan. the church horn. Okay. Aber er benutzt einmal den Staatsmacht und den anderen Mal den Kirchenmacht. Okay, so because who brought down fire from heaven on Mount Carmel or wanted to do? Wer ist es, der Feuer von Himmel auf Berg Karmel herabgebracht hat oder wollte es tun? The false prophets, right? The prophets of Baal. Falsche Propheten, den Baals Propheten. So therefore they would be the church horn, So, right? die werden den Kirchenmacht sein, Okay, oder Horn. and let's go now to verse 14. Das ist Vers 14. And deceiveth them that dwell on the earth. So whom is he deceiving? Zu wem verführt er? The whole earth. Those that dwell on the earth, right? Diejenigen, die auf der Erde weilen. So unless you dwell in heaven, you will be deceived. Es Okay? sei denn, dass du im Himmel weilst, du wirst verführt werden. Because what does Paul say? Denn was sagt Paulus? We walk by Wir wandeln durch faith and not by Glaube sight. und nicht nach unserer Sicht. But who does this? Aber wer tut das? Who walks? Children of the flesh.
Okay. Yeah, the children of the flesh walk by sight, So, die Kinder des Fleisches, die wandeln nach Sicht. but the children of God, they walk by faith, Und right? die Kinder Gottes, die wandeln durch Glaube. So, and those that walk by sight will be deceived by their senses. Und Okay. diejenigen, die nach Sicht gehen, werden durch ihre Sinne verführt. Okay. So, verse 14 once more. Vers 14 wieder. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword and did live. Okay, so here we can see now those that dwell on the earth should make an image to the beast. Okay, Können wir sehen, diejenigen, die auf die Erde weilen, sollen ein Bild des Tieres machen. and it's through the deception of those miracles. Und es ist durch die Verführung von diesen Wundertaten. Okay, so let's keep your finger here. Let's go now to Revelation 16. Halte den Platz hier und geht zur Offenbarung 16. Verse 13 to 14. Vers 13 bis 14. I mean, in verse 12 it says it's the sixth plague, right? In Vers 12 es sagt, dass es der 6. Plage sei. Okay, and then verse 13 and 14 it says, Verse 13 und 14 sagt And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So what do they do here? So, was tun sie hier? Explain this point today. When you take that it's paralleling the Sunday law when they do the very same thing. Okay. So, but first let's look at this and then we come to this point what you make. Schauen wir das hier an und dann kommen wir zu diesem Punkt zurück. So what do they do? Was tun sie? Saying to bring down fire from Yeah, heaven. they deceive. It says here in verse 14, Vers 14. through the miracles, the kings of the earth and of the whole world. Yes? Sie verführen durch Wundern die Könige der Erde und die ganze Welt. So, and we looked at this recently about this great tree. Yes? Wir haben das neulich über diesen großen Baum angeschaut. Who is this great tree? Wer ist dieser große Baum? The civil power. Yes, the civil power. Den Okay. Staatsmächten. But it's the United States. Das ist die USA. The two horned powers. Yes. Okay, because in the tree, who else is there? Denn wer ist noch in dem Baum da? The serpent. Der Yes. Schlange And the fowls of heaven. und der Yes. Vogel des Himmels. So, and who is below the tree? Und wer ist unter dem Baum? All the kings. Yeah, all the other kings, right? All die anderen All the other Könige, beasts of the field. die anderen Tieren des Feldes. So, therefore, it's the United States through the agency of the serpent and the daughter. Okay. Deswegen ist es den USA durch den Agente von den Schlange und den Tochtern, That will deceive all the other kings. Yes? die alle anderen Könige verführen werden. And what will they do? Und was werden sie tun? What did we read in Revelation 17? Das haben wir gelesen in Offenbarung 17. Yeah, they give their power then for 1 hour unto the beast. Yeah? Sie geben ihrem Macht eine Stunde lang dem Tier. And I mean, we could see this illustrated already to some degree in this COVID pandemic. Yes. Und wir konnten das in gewisser Weise bereits sehen in diesen Covid-Pandemie. And whenever America said something, all the other countries followed suit. So, Most wenn of the other countries. immer Amerika was gesagt hat, also all die anderen Länder, zumindest die meisten anderen Länder, haben ihm gefolgt. Yeah, for instance, Trump said, "I will shut the borders." Zum Okay. Beispiel Trump hat gesagt, ich schließe den Grenzen ab. Immediately, all the other countries did it also. Und Okay. sofort alle anderen Länder riegeln ihren Then- Grenzen ab. And Biden, yeah, he basically pushed this vaccination mandates. Okay. Und Biden hat diese Zwangsimpfung dann Can I use those words, please? gezwungen. Yes. And then all other countries, they also started implementing similar measures. Okay. Und all die anderen Länder fingen an, Ähnlichkeiten dann einzuführen. Okay. So, all right. So, but the point Brother Mark made earlier in the sermon Punkt, die Bruder Mark
gemacht hat, in den Predigt heute, die er gerade erwähnt hatte. You have here now the 7 last plagues. Ich erst die 7 letzten Plagen. That's the second coming here. Das hier ist der zweite Kommen Christi. So, when you take this illustration, for instance, So, wenn man diese Darstellung hier nimmt and would superimpose it on here, und wir es darauf legen würden, where would then be the Sunday law? wo würde denn das Sonntagsgesetz sein? It would be here, right? Da. So therefore we can see basically in the 6th plague we have similar illustration of what will take place at the Sunday law. Right? Deswegen in der 6. Plage haben wir eine ähnliche Darstellung davon, was am Sonntagsgesetz stattfinden wird. Okay, so therefore we can, in one illustration you can see this pattern also. Okay? In einer Darstellung kann man diesen Muster eben erkennen. Because what does the woman do here in Revelation 12? Denn was tut die Frau hier in Offenbarung 12? Flees into the Flees into the wilderness, Sie right? flüchtet in die Wüste hinein. But 12:60. 12,60 lang. But here, the second time, what does the woman here do? Aber hier der zweite Mal, was tut die Frau? Same, flees in the wilderness, right? Sie flüchtet But 12:60. Okay. in die Wüste, So 12,60. the Lord shows us that this is a pattern repeated here. Okay. Er zeigt uns, dass dies eine Muster ist, die da wiederholt wird. Okay. So therefore you have now here this little time of peace and then basically this time of trouble. Okay. So, denn hier hast du diese kleine Zeit des Friedens und von hier diese Zeit des Trübsals. Okay. So, but I don't want to dwell too much on this point at the moment. Okay. Aber ich möchte nicht so sehr auf diesen Punkt eingehen. I just want to make the point that here this threefold union deceives the whole world. Okay. Ich möchte nur den Punkt machen, dass hier die dreifaltige Union die gesamte Welt verführt. And as we can see this being parallel to this, therefore the 6th plague would be in principle then here also, right? Weil wir das hier drauf legen könnten, denn der 6. Plage werde im Prinzip dann auch hier sein. So therefore here also the threefold union will deceive the whole world, right? Deswegen auch hier die dreifaltige Union wird die gesamte Welt And verführen. it says it's through miracles. Und Yeah? es sagt hier in dem Vers, dass es durch Wundern ist oder Wundertat. Okay, so when were these miracles given in a true account or in the true illustration? So, wann waren diese Wundern in ihrer wahren Darstellung gegeben? Pentecost. Zur Pfingsten. So let's go to Acts chapter 2. So gehen wir zur Apostelgeschichte Kapitel 2. And let's begin in verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. It says, And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. So it says fully come, okay? Es sagt vollständig angekommen ist. I don't know, I cannot prove it at the moment, so maybe shut my mouth. Or, okay, doesn't matter. Let's go and continue verse 2. So Vers 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Okay, so here the fire came down upon them, yes? Vers 4. Also hier kam das Feuer auf sie herab. Now let's go to verse 22. Gehen wir jetzt zu Vers 22. Actually, no, that's not the verse. Let's go to verse 43, rather. Das war nicht der Vers, also Vers 43 stattdessen. 42 and 43. 42, 43. It says, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. So what did they do now? So was taten sie jetzt?
Signs and wonders. Okay? Zeichen und Wunder. So, but it's when Pentecost comes, right? Also es ist, als Pfingsten kam. And where does Pentecost come? Und wo kommt Pfingsten? The true baptism. Yes. So bei der Okay. Badetaufe. And when the first seal is opened, yes? Wenn der erste Siegel geöffnet ist. The white horse going forth. Okay? Das weiße Pferd geht voran. But Satan's Pentecost Aber Satan sein Pfingsten comes always at the beginning of the Sunday. kommt Okay? immer am Anfang des Sonntagsgesetzes. So he brings down fire and then he will redo it here and redo it here. Okay? So er bringt Feuer von Himmel herab und er wird es wiederholen hier und auch hier. And through his false prophets. Durch Okay? seine falschen Propheten. Sorry? Yeah, at the end. When the first seal is opened, yes? Wo der erste Siegel geöffnet wird. So, because this is when the white horse goes Da forth. ist, wo Yes? dieser weiße Pferd vorangeht. Okay. Let's go back to chapter 13 in the book of Revelation. Gehen wir zurück zur Offenbarung 13. So we can see here this work of deception, yes? Wir können diesen Werk der Verführung hier sehen. And it's through these miracles, it says. Und es ist durch diese Wunder, wie es sagt. Now keep your finger here. Halte den Platz weiterhin hier. Let's go to Daniel chapter 3. Gehen wir zu Daniel Kapitel 3. Because this is why it says Daniel and Revelation are one book, yes? Ellen White sagt uns, dass Daniel und der Offenbarung ein Buch ist. So where can we see this deception work in the book of Daniel? So, wo können wir diese Verführungswerk in das Buch Daniels sehen? So Daniel 3 verse 1. Daniel 3 in Vers 1. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. So whom was he now gathering together here? So, wem sammelt er hier zusammen? The whole world. The whole world, Die right? gesamte Welt. Because it's all the provinces of Babylon. Denn es sind alle Provinzen Babylons. And Babylon at the end of the world is The last world then. the last world empire. Babylon am Ende der Welt ist der letzte Kaiserreich. And we will see this when we continue. Und das werden wir sehen, wenn wir So lesen. this is now the threefold union going forth to deceive the rest of the world, right? Das hier ist die dreifaltige Union, der vorangeht, um den Rest der Welt zu verführen. Verse 3. Vers 3. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages. So what are they? Vers 4. Was sind sie? Peoples, or people, nations, and languages. Nationen und Sprachen. It's like a counterfeit of Revelation 10. John, there was prophesy Yes. again before. This is a counterfeit. Mhm. Das ist wie eine Fälschung von Offenbarung 10, wo es sagt, Johannes, du musst nochmal prophezeien vor allen Völkern. Exactly. Okay. So this is now this counterfeit message that goes to the whole world. Yes. Dies ist diese Fälschungsbotschaft, der zu der ganzen Welt geht. Verse 5. Vers 5. That at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worshippeth, shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. So, according to verse 5, So, bis Vers 6. Aber gemäß Vers 5, what is playing there? was spielt da? Music, okay? Musik. And what is music in this illustration representing? Und diese Darstellung, was stellt Musik dar? Yes, deception. Das Yes. ist Verführung. Okay, so this is why it says every false religion first uses So Ellen White sagt, dass jede falsche Religion benutzt zuerst Just as such. deception, attraction, and all these things, right? Verführung, Anlockung und all solches. If those things don't work, Und wenn diese Sachen nicht funktionieren, then they use force. dann werden sie Gewalt anwenden. Okay, so here we can see basically the fire coming down from heaven. So hier Okay. können wir im Grunde das Feuer
vom Himmel This herabkommen. is false music. Diese Okay. falsche Feuer, diese falsche Musik. Because what is fire in the Bible? Denn was ist Feuer in der Bibel? Spirit. Yeah, it's a false spirit, right? Ein Geist oder in diesem Fall ein falsches Geist. Yeah, false or true spirit. Okay. Falsches oder wahres Geist. So let's go to Proverbs Lass uns zu chapter Sprüche gehen. 1 or 2, I can't remember. Sprüche entweder 1 oder 2. Chapter 1. Kapitel 1 ist das. Proverbs 1 verse 23. Sprüche 1 und Vers 23. It says, "Turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you." Okay, so when the spirit is poured out, Also wenn der Geist ausgegossen wird, what is given at the same time? was ist zur selben Zeit gegeben? A message, Eine right? Botschaft. So therefore, this false outpouring of the spirit Also deswegen diese falsche Ausgießung des Geistes. is what? Was ist es? False message. It's a false message going forth, Eine right? falsche Botschaft, der vorangeht. Okay, so this false message is now proclaimed in the power of Satan, right? Falsche Botschaft wird verkündet. Did you see the power? Power. In der Kraft Satans. But they're also doing false miracles. I mean, says here. Yes, yes, Sie tun aber auch falsche Wunder. yes. I mean, you have literally false miracles, right? Das ist buchstäblich falsche Wunder. But the false fire also has a spiritual application illustrating a false message going Also forward. Okay? falsche Feuer hat eine geistliche Anwendung. Es ist diese falsche Botschaft, der She says vorangeht. the hellish torch. False prophecy. Sie sagt, der höllische Fackel von falschen Propheten. Okay, so therefore we can see that Satan deceives through these miracles and false doctrines in the wine of Babylon. Yes? Deswegen können wir sehen, dass Satan verführt durch diese Wunder, diese falsche Lehren und den Wundern Babylons. Let's go now also to Isaiah 23. Gehen wir auch zu Jesaja 23. This speaks about the punishment on Tyre. Und das hier spricht über die Bestrafung auf Tyrus. And who is Tyre in Bible prophecy? In der biblischen Prophetie, wer ist Tyrus? Yes, The the woman. papacy, Ist der right? The woman. Papsttum, Yes. die Frau. Because it says now here in verse 14, Denn in Vers 14 sagt es, "Howl, ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste." The strength of the ships of Tarshish was Tyre. also die Stärke der Tarsus-Schiffe war Tyrus. Because it goes on to say in verse Es 15, sagt weiter, Vers 15. "And it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten 70 years, according to the days of one king. After the end of 70 years shall Tyre sing as an harlot." Okay, so she's forgotten So, sie ist vergessen worden. for Wie lange? 70 years. 70 Jahre. Because he that leadeth into captivity shall Weil der ins Go into Gefangenschaft captivity, führt, wird selber ins Gefangenschaft gehen. 70 years in captivity in Babylon, they go now also 70 years into captivity. So Okay? 70 Jahre gefangen in Babylon, sie gehen denn auch 70 Jahre in But Gefangenschaft. here, when she's remembered, Aber hier, wenn sie erinnert wird, what will she do? was wird sie tun? Sing. Sie wird Okay? singen. So it's this music that she plays now. Diese Okay? Musik, die sie jetzt abspielt. This deception. Diese Okay? Verführung. So therefore we can see that this is why Christ is warning here on the Mount of Olives. Deswegen können wir sehen, deswegen ist Christus hier auf dem Ölberg gewarnt, hat gewarnt. Sorry. Beware that no man deceive you, right? Er warnte vor, dass hier niemand sie verführe. Okay, because he knows that unless you dwell in heaven here, you will be deceived by your senses. Okay? Er weiß, dass es sei denn, dass du hier im Himmel weißt, dann wirst du durch deine Sinne verführt werden. There will be so many allurements, so many attractions to your flesh that you cannot resist. Es Okay? wird so viele Anlockungen geben, so vieles, was dein Fleisch anspricht, dass es unmöglich sein wird, sie zu widerstehen. Okay. So So she's singing and starting with dancing.
that? Salome is dancing. Yes, exactly. She's singing. So, sie singt, Salome tanzt. There's no dance without singing. Yes, yes. Es gibt keinen Tanz ohne Gesang Exactly. oder Musik. Okay. So now let's go back to Revelation chapter 13. So gehen wir zurück zur Offenbarung 13. And let's read verse 14 one more time because I want to make a point still. Vers 14 ein weiteres Mal, denn ich will ein weiteres Punkt da machen. Says, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound of the sword, which had the wound by a sword and did live. So what does it say? Was sagt es? It had a wound by a sword, but it did live. Es hatte eine Wunde durch den Schwert, aber doch, es lebte. And this is a similar expression as we can read in chapter 17. Das ist ein ähnlicher Ausdruck von dessen, was wir im Kapitel 17 lesen. Let's remind ourselves, Gehen wir go dahin. to verse 8. Und Vers 8. It says, the beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless pit. Where does it ascend again? So, wo kommt es herauf? Comes out to sea. Right here, right? Gerade hier. Yes. So, was, So, war, where John stands, is not, oder wo Johannes steht, es ist nichts shall ascend. und wird Right? wieder heraufkommen. And shall go into the perdition. Und Right? dann wird ins Verderben gehen am I Ende. mean, here, but perfectly obviously here at the Am end. Schluss der Gnadenzeit, aber perfekt ganz am Ende. And then it goes on to say, Und dann sagt es weiter. and they that dwell on the earth, so again, those that dwell on the earth, yes, Diejenigen, die auf die Erde wollen, wieder. shall wander, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is. Okay? So here, beast was, is not, yet is. So, Okay? war, ist nichts und doch ist. Or had the wound by the sword Indeed. and did live. Okay? Oder hat die Wunde durch den Schwert, aber doch lebte. Okay. Now let's go back to chapter 13 again. Zurück zur Kapitel 13 wieder. So therefore, so far, chapter 13 brought us here to the beginning of the Sunday law, these verses we read. Soweit die Versen in Kapitel 13, die wir gelesen haben, brachte uns durch den Anfang des Sonntagsgesetzes. Verses 11 to 14. Die Versen 11 bis 14. But now verse 15. Aber jetzt Vers 15. It says, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So, where are we now? So, wo sind wir jetzt? Verse 15, you read? Mhm. 6. Yeah, the sixth, the death Die decree, 6. right? Plage, der Todesdekret. So, because here now they want to put you to death, okay? Hier wollen dich zu Tode bringen. So, let's go to this quote from That's Spawn because- again. So gehen wir zu diesem Zitat von SPM. It's based upon the verses before that all those that didn't bow down. Exactly, those that didn't accept the music, right? Also diejenigen, die das Musik nicht niederbeugen. Like in Daniel 3, the three Hebrews. So wie in Daniel 3, die 3 Hebräerfreunde. They get delivered up and now face death. Sie waren ausgeliefert und kommen den Tod vor. And this is what is explained to us in Spawn again 1.5 and 2.1. Und das ist, was uns in SPM 2,1,5 1.5 and 2.1. und 2. It's the last quote. Der letzte Zitat. So let's read this. Lass uns das lesen. Familiar quote. Ein bekanntes Zitat. It says, I saw the nominal church and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain the influence to come against the truth. When are you reported? So, wann wirst du gemeldet? Right here, right? Gerade hier. Okay, they deliver you up. Yes. Also liefern dich aus. The saints then will be an obscure people, little known to the Catholics,
But the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people, that is, that they keep the Sabbath and disregard Sunday. Yes? So the nominal Adventists and the Protestant churches, they both keep Sundays. Die Namensadventisten und die Sonntagsgesetze, Gemeinden, die beide halten That's why Sonntag. you're little known, Yes. because you're a movement. You're a movement in the underground. Yes. Deswegen sind wir nicht sehr bekannt, weil wir eine Bewegung in der Untergrund sind. Okay. Because if you like a state-recognized church say no, I don't keep the state law, Also wenn du von Staat bekannte Gemeinde wärst und sagst, nein, ich halte den Staatsgesetz nicht ein, yeah, they would come and fine you and seize your assets, right? so, die werden kommen und dich Geldstrafen anlegen und deine ganzen Güter beschlagnahmen. And when the church, the official structure would lose their tax-free status, Und wenn die offizielle Gemeinde ihren steuerfreien Status verlieren würde, remember one time in this movement, like, I don't know, it was 9 years probably ago, or even longer, I don't also know. ich erinnere mich einmal an diese Bewegung, es war sicherlich 9 Jahre oder so in dem Dreh in der Vergangenheit. Somebody made a video Also jemand hat ein Video gedreht, showing that if the SDA corporation in the United States, das zeigt, wenn der SDA-Kooperation in den USA, when they lose their tax-free status, wenn sie ihren steuerfreien Status verlieren sollten, they have to pay back, I think, the last 10 years. sie mussten den letzten 10 Jahren von steuerfrei Status zurückbezahlen. And that would make them immediately bankrupt. Und das wird sie sofort bankrott machen. And so it's impossible that they can uphold the Sabbath and still function as a corporation. Okay? Also es ist unmöglich, dass sie die Sabbat hochrecht halten kann und noch als eine Kooperation funktionieren kann. Okay, so therefore they, Corporation ist GmbH. oder ja, so ist wie ein Unternehmen. was? Ja. Okay, wie ein GmbH, wie ein Unternehmen. And because in the United States, I think they're a corporation. Okay. Denn in den USA sind sie eine Kooperation, also wie ein GmbH. In Germany, for instance, they are association, a Verein. Okay. Und in Deutschland sind sie eine Assoziation, also ein Verein, Tax-free Verein. also Okay. eine steuerfreie Verein. So they're also dependent on the or that the state is Good looking, pleasure. yeah, the good pleasure of the state. Sie Okay. sind abhängig von das Wohlwollen des Staates. Okay. So, anyways, so they report them now here, So, sie melden sich hier and then it says, und dann sagt es, next paragraph. nächster Absatz, Then the Catholics bid the Protestants to go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. So what do they do now? so was tun sie jetzt? Yes, they join together and they make a death decree, So, right? sie kommen zusammen und sie machen ein Todesdekret. And says then, next sentence, and the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast. So what will they do? Was werden sie tun? Give the power to the image of the beast. Give their power to the image of the beast. Werden Yes? sie ihren Kraft dem Bild des Tieres Let's go geben. back to verse 15. Vers 15 wieder. It says, and he had power to give life unto the image of the beast. Yes? Yeah? Okay, so here we can see that what she describes here. So, Okay? hier können wir in Vers 15 sehen, das, was sie hier in dem zweiten Zitat beschreibt. So the power that they receive is now that they can put them to death. Okay? So, der Kraft, die sie erhalten haben, ist, dass sie den Tod übergeben können. Because it goes on then to say that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Das Yes? ist Ende von Vers 15. So because the Catholics now stand with the Protestants and the Catholics say, kill them. Und Right? die Katholiken stehen mit den Protestanten und die Katholiken sagen, tötet sie. Yeah, who said to Salome, kill John? So, wer hat Salome gesagt, tötet Johannes? Yes, Herodias. right? And who wanted to kill Elijah? Und wer wollte Elia töten? Jezebel. Okay? Isabel. So we can see then that now verse 15 would speak about this time period. So, wir können Okay? sehen, dass Vers 15 über diese Zeitperiode sprechen wird. And then verse 16. Und Vers 16.
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save that he had the mark or the name of the beast or the number of his name. So what can't you do anymore here? So, was kannst du hier nicht mehr tun? Buy or sell. Das Okay. nicht kaufen noch verkaufen. So Take everything from you. yes. So therefore, this is the small period where you will already be tested. Okay. Und dies ist diese kleine Zeitperiode, wo du bereits getestet All wirst. your worldliness. All the worldly belongings. All Okay. deine weltlichen Güter. But you're not yet in the state, under the state, basically, the state doesn't want to, or doesn't know that you need to be put to death, okay? Aber der Staat weiß noch nicht, dass du dem Tode übergeben werden musst. But here they now decide you're Yeah, you a deliver. candidate to die, Aber okay? hier sehen sie, dass du ja, ein Kandidat zum Sterben bist. Because now they have all the evidences they need because these people betray you, Und okay? jetzt haben sie alle Beweisstücke, die sie brauchen, weil diese Leute haben dich verraten. Yes, okay. So, and you also cannot buy nor sell anymore, Und okay? jetzt kannst du nicht kaufen noch verkaufen. And I don't know who follows these things, Und ich weiß nicht, wer diese Dinge folgt. but you can see clearly this whole economic system is changing dramatically at the moment. Aber ihr konntet sehen, dass dieses ganze Wirtschaftssystem verändert sich gerade auf dramatische Weise. They want to get rid of cash. Sie wollen das Bargeld loswerden. COVID was a wonderful opportunity to make people think using cash is dangerous. Okay. Covid war eine geniale Gelegenheit, um den Menschen das Denken zu geben, dass das Gebrauch von Bargeld eine schlechte Idee sei. Okay. Same with the sanctions. I mean, they have it in other means Mhm. than you know what I'm saying. They have like hard cash and huge sums stashed away places. So when they put sanctions on them, they can just bring cash out. And it's the same thing at Das the ist moment. dieses selbe Prinzip, wo Sanktionen auf ein Land gelegt werden wegen ihrem Ungetue. Diese Länder haben große... No, not so much a land, but individuals with like put in. He has lots of. I think they have it in yachts and all that, but they also have large amounts of hard cash. Also auch Einzelpersonen eher, also sie haben Besitz und sowas, aber sie haben auch letztendlich Bargeld gebunkert. Und so If you weiter. take that away, then I was thinking more about Gaddafi with his gold. that's what I'm His saying. country. Also die können zwar Strafen, also Sanktionen auf sie legen, aber wenn sie das tun, dann greifen sie einfach zu ihrem Bargeld zurück. Yes. So the point is, we can see at the moment they want to get rid of cash So, Punkt ist, im Moment können wir sehen, dass sie das Bargeld loswerden and they wollen. want to bring in this digital euro and the digital dollar and everything digitally. Okay. Sie wollen jetzt das Geld auf digitale Weise hineinbringen, der Euro, der Dollar und so weiter. Yes. And this will be the very means to control all your money flow. Okay. Und das ist gerade der Mittel, die sie gebrauchen, um all deinen Geldfluss zu kontrollieren. Because I don't know if you understand these things, but you will not have a bank account with a local bank anymore then. Ich Okay. weiß nicht, ob ihr diese Dinge versteht, aber da wirst du nicht dein Bankkonto mit deiner lokalen Bank mehr haben, Yeah, but you will have your bank account with a central bank. sondern Okay. dein Konto wird bei den Zentralbank sein. And every single transaction will be monitored by them. Okay. Und jede Transaktion Okay. Transaktion wird von sie überwacht sein. Okay. And therefore, they can basically then make laws that you only can use your account when you are conforming to certain laws. Okay. Und dann werden sie Gesetze machen, dass du deine Geldfreiheit nur hast, wenn du ihrem Gesetze konformierst oder Befolgst. befolgst. Okay. So, therefore, all these things are coming. Yes. Also deswegen all diese Dinge, die kommen. And we could already see in this current COVID crisis, yes, Und wir konnten bereits sehen in diesen gegenwärtigen Covid-Krise, that they also restricted those that were not bid, right? dass die auch diejenigen eingeschränkt haben, die noch nicht gebissen wurden. You could not go to certain stores and you were
lockdowns and all these things. Du konntest nicht zu gewissen Laden gehen und warst eingeschränkt in Lockdowns und so weiter. Okay, so let's go back now. So verse 17 says, So Vers 17 sagt, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here's wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 666. So 666, yes? so 666. The dragon, the beast, and the Drache, false Tier prophet. und Falschprophet. In the number 6 is the number of Und die Nummer 6 man. ist die Yes? Nummer des Menschen. So man was created on the Mensch wurde 6th day. am 6. Tag kreiert. So it's basically an illustration of this lifting man up in the place of God. Das Yes, ist diese Darstellung, wie der Mensch in der Stelle Gottes gehoben wird. yes, where man is now trying to control the consciences of other men. Wo der Mensch versucht, den Gewissen von anderen Menschen zu kontrollieren. Okay, so obviously there's much more to say to these things. Natürlich, es gibt viel mehr, was man zu diesen Sachen sagen kann. And I also believe that this 666 number is something where we barely scratch on the surface of what it fully means. Okay. Ich glaube auch, dass diese Nummer 666, wir verstehen gerade so eben der Oberfläche. And all these things the Lord will obviously unfold as we go along. Und all diese Dinge wird der Herr entfalten, wie wir weitergehen. Okay, so but does everybody have now a better understanding of these verses about the second beast? Aber hat jeder eine bessere Verständnis über diesen Versen, über den zweiten Tier? So it's the second beast that will bring everybody to wander after the first beast. Das ist Okay? der zweite Tier, die allen dazu bringen werden, den ersten Tier nachzubewundern. Yes, through these deceptions and through the power of this, or the force of the state power. Okay. Durch diese Verführungen und auch durch den Macht des Staatsmachtes. Okay, and then if you don't receive this, they will put you to death. Und Okay, dann, wenn du das nicht erhältst, werden sie den Tod übergeben. and they will force you or will stop giving you the opportunity of buying and selling. Yes. Und sie werden dich erzwingen, die werden aufhören, dass du kaufen oder verkaufen kannst. Okay, and they will try to force the 666, this man's wisdom, upon your mind. Sie werden versuchen, diesen 666, diesen Menschenweisheit auf deinen Verstand zu erzwingen. But you must have the patience of the saints and endure until the end. Du musst den Geduld der Heiligen haben und bis zum Ende weilen. And you must maintain this born again experience, because otherwise you will dwell on the earth and you will be deceived. Und du musst diese neugeborene Erfahrung bewahren. Ansonsten wirst du auf die Erde denn weilen und wirst auf jeden Fall verführt werden. And when you remind yourself of Romans 7 and Romans 8, Und wenn wir uns an Römer 8 und Römer 7 und 8 erinnern, we understand there are two struggles, yes? wir verstehen, es gibt zwei Kämpfe. So therefore you must maintain the second struggle, you must maintain the Romans 8 Und experience. dieser zweite Kampf ist, dass du der Römer 8 Erfahrung bewahren musst. Yes. And Satan, he wants to bring you back into the flesh through the false doctrines. Und Satan möchte dich wieder ins Fleisch zurückbringen durch seine falschen Lehren. Amen? Amen. Okay, therefore may we keep up the good fight, So mögen wir den guten Kampf weiter fechten. and we see it's all about truth, right? Wir können sehen, dass es alles um Wahrheit handelt. Only truth and the love of it and the exercising faith into it Nur die Wahrheit und die Liebe der Wahrheit und dass wir Glaube darin üben, can save us from Satan. kann Okay. uns von Satan retten. Amen? Amen. Okay, then let's close with our prayer. Dann lass uns unsere Gebetsrunde Schluss machen.